glaube, jetzt sind wir alle wach. Schönen guten Morgen, HP. Morgen. Freue mich sehr, dass du bei uns bist. Ja, ich auch. Fühle mich richtig wohl. Ja, jetzt schon um die Uhrzeit? Ja, ist zwar nicht so meine Uhrzeit, aber das geht ja noch. Ich meine, die Erfahrung machen wir öfter mit Musikern. Ich meine, ihr steht immer abends lang auf der Bühne. Ihr kommt also spät ins Bett, schlaft meistens länger. Da tun sich viele schwer, um 7 aufzustehen und um 9 hier gut gelaunt erzählen zu müssen aus ihrem Leben. Ja, aber jeder hat ja so seinen Rhythmus. Ich bin eher ein Nachtmensch, aber ich finde, das geht jetzt noch. Also solange ich nicht um 6 vor der Kamera stehen muss, ist eigentlich alles gut. Du bist Gott sei Dank nicht beim Morgenmagazin gelandet, da kannst du froh sein. Das heißt also, ein Morgenmuffel bist du nicht? Nein, kommt drauf an. Also ich gehe ja morgens eigentlich als erstes immer joggen, laufen. Ja. So einfach raus, Kopf frei kriegen und dann danach bin ich eigentlich immer ganz gut drauf. Hast du das heute schon gemacht? Heute nicht, ich bin ja nicht zu Hause. Ich habe meine Klamotten gar nicht dabei. Ach so, okay. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ach du, wir sind direkt in der Nähe vom Rhein. Hier ist der Rheinpark. Ach so. Der hat zwar kaum noch Bäume, durch den Sturm sind die alle weggefegt, Ja. aber zumindest laufen kann man dann noch. Das geht. Ich finde es wirklich erstaunlich, als ich erzählt habe, wer diese Woche kommt. Ja, hier HP Baxter von Scooter. Ach, sagten gleich alle. Alle sagen sofort immer Hyper. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, Hyper. Ja, das wundert mich auch. Wahrscheinlich steht das irgendwann auf meinem Grabstein. Ich glaube auch. Damit hattet ihr euren Durchbruch Ja, als Scooter. ja, man muss 94. sagen, bei den Fans ist eigentlich Hyper gar nicht jetzt so wichtig oder so ein großes Thema. Ja. Das ist eher so bei den Leuten, die so Scooter so beiläufig mitbekommen haben. Klar, das war so der Durchbruch, der damals größte Hit, aber zum Glück hatten wir ja noch ein paar mehr. 23 Top 10 Deswegen ist, finde ich es ja. auch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man jetzt so einen Hit hatte und der wird einem Zeit seines Lebens hinterhergerufen, kann das auch mal nerven. Aber bei uns gibt es so viele Varianten. Dieses Düb, 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 auch gern genommen. Wo war denn ist das da auch hier? drauf? Das ist Oder How das much ist is the fish? Das ist der Teil der Fanbox. Also die das ist Mönchengladbach-Fans machen das, etwas ne? aktueller, das ist erst 10 Jahre alt. Ich meine, ihr habt 30 Millionen Alben verkauft weltweit. Ihr hattet 23 Top-10-Hits, habt über 90 Gold- und Platin-Awards gewonnen. Am Anfang seid ihr aber so ein bisschen belächelt worden und relativ negativ bewertet worden. Wie sehr hat euch das damals getroffen? Also ganz am Anfang war das schon hart, muss man wirklich sagen, weil man freut sich ja selber, hurra, endlich so der Durchbruch, super Erfolg, die Leute lieben den Song und dann kommt dann so eine so eine Abwehrhaltung, auch gerade von den Medien und das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Gut, aber irgendwann, so als sturer Ostfriese, wird es einem dann egal und nach dem Motto, so, ihr könnt mich mal, jetzt erst recht. Ja. Und das stachelt einen dann auch eher an oder spornt einen an, nochmal nachzulegen und erst recht sich Mühe zu geben, noch weitere Hits hinzukriegen. Also ich fand es im Nachhinein betrachtet eigentlich immer eher positiv, als wenn du so über einen grünen Klee gelobt wirst und wirst dann vielleicht zu selbstherrlich oder gibst dir nicht mehr so viel Mühe. Ja, ich meine, ihr habt euch nicht umsonst 20 Jahre gehalten. Wenn Sie Fragen haben an HP Baxter, können Sie uns gerne anrufen unter der 0211 64 995 64. Sie können uns auch eine Mail schreiben, vollekanne@zdf.de, oder Sie fragen einfach per Facebook, was Sie wissen wollen. Bis 10:30 frühstücken wir hier gemeinsam. Und ich wünsche dir erstmal guten Appetit. Schön, dass du bei uns Danke bist. gleichfalls. Ihr Schweine! Das ist für die schwarzen Schafe der Goldankäufer. Unglaublich. Das ist die Shoutbox von HP Baxter. Genau, Scooter. das ist so praktisch so ein Gimmick. Beim neuen Album gibt's das gratis dazu bei der Fan Edition. Ja, weil du hältst ja, man sieht dich ja immer so. Wenn du auf der Bühne stehst, hast du, ne, so stehst du dann. Ja gut, ich immer da. hab so ein Mikro, das ist eigentlich aus den 50er Jahren und ursprünglich für die Mundharmonika konzipiert worden. Okay. Und das hat so diesen leicht angezerrten Sound, das Ding. Und aber das ist wie ich immer angeschlossen. Das ist jetzt nicht aus Showzwecken, sondern das ist eigentlich der Sound, der entscheidend ist. Und ich habe mir nämlich immer gefragt, was ist das, was hat das zu bedeuten? Wir wollen uns das Ganze mal anschauen und natürlich anhören. Das ist die Geschichte von Scooter in den letzten 20 Jahren. Es muss immer laut sein, immer laut. Aber schön recherchiert, ne? Ja, Finde ich gefällt guter dir das? Beitrag, ja. Schön, da freue ich mich. Man hat gesehen, die Frisur hat sich quasi nie verändert. Nö, ist immer ähnlich. Wie oft geblieben. gehst du zum Friseur, wenn ich das mal Jede so als Woche. Frau fragen darf? Jede Woche? Ja, also immer nur so ein bisschen die Spitzen nachschneiden lassen. Okay. Das ist nicht viel. Meistens ist es mehr, dass man sich unterhält und der so mit der Schere in der Luft. Und weil die Marcello, der verrückte Italiener.
Und naja, also weil sie also kurz sind, werden die natürlich durch das ständige Blondieren ja dann auch nicht geschädigt, weil sie ja ständig abgeschnitten werden. Insofern. Deswegen jede Woche. Wir haben euch gesehen, ihr steht ja zu dritt auf der Bühne, aber Rick, auch Gründungsmitglied und ja auch Sounddesigner, Toningenieur, Komponist und Produzent, Rick Jordan, hat er die Band verlassen. Jetzt im Januar habt ihr ihn auf der Bühne quasi verabschiedet. Ja. Was hat denn das mit dir und Michael gemacht, als Rick gesagt hat, für ihn war es das jetzt, er will weg? Ja, also das war zunächst, es ist ja schon vor 1,5 Jahren gab es diese Gespräche, dass er sagte, er möchte eigentlich jetzt lieber mal was anderes machen, nach 20 Jahren reicht's auch. Und von daher war das so ein fließender Übergang. Das war jetzt nicht so von heute auf morgen so ein Cut. Wir haben uns dann um eben Nachfolger bemüht und das ging zum Glück auch alles relativ reibungslos. Und so haben wir uns eigentlich erstmal so versucht, neu zu erfinden und ein halbes Jahr rumprobiert und dann ein weiteres Jahr produziert mit dem neuen Mann. Dabei ist das neue Album rausgekommen und wir sind echt super zufrieden. Also das hätte ich selber nicht gedacht, dass es doch relativ schnell funktioniert, nachdem man so lange im Team gearbeitet hat mit Rick. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Klar, er hat natürlich auch den Sound von Scooter sehr stark geprägt. Darüber definiert er euch ja im Grunde. Ja gut, wobei wir eigentlich immer im Team gearbeitet haben. Also früher und das ist heute genauso. Nur ist klar, wenn du mit einem das 20 Jahre machst, da weiß man ja schon blind, was der andere denkt und will. Nur es ist eben auch die Gefahr, dass es irgendwann wie so ein altes Ehepaar, so diese ganzen, du weißt, du kennst den anderen zu gut und irgendwann fängt es an zu nerven. Kann passieren, es sei denn, man macht mal eine Pause voneinander. Wir hatten vorgestern Mieze hier von Mia, die sind ja auch schon seit 17 Jahren zusammen als Band. Echt? Auch schon so lange? 17 Jahre, Wahnsinn. Ne? Jetzt auch nicht wieder. Und die haben sich ja zwischendurch auch mal eine längere Auszeit genommen. Ich weiß, die Sportfreunde Stille haben eine lange Auszeit gehabt. Revolverheld zum Beispiel auch. Ich glaube da nicht dran. Also ich glaube, wenn man als Band eine Pause macht, fängst du eigentlich wieder neu an oder hast vielleicht noch Glück, ein paar Fans zu haben und du bist irgendwie raus. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber die sind alle wieder erfolgreich eingestiegen. Auch die Sportfreunde Stiller, da war noch nicht mal das Album veröffentlicht, da war schon die Tour ausverkauft. Ja gut, vielleicht war die Pause nicht so lang, auch wieder oder? Ganz oben. Ja, ich glaube schon so 1,5 Jahre waren es halt doch. Hast du nie das Bedürfnis gehabt, so ich brauche jetzt auch mal Pause von der Musik, von den Konzerten, von den Touren, vom Unterwegssein? Ja, das Bedürfnis schon und manchmal macht man das ja auch. Nur nach 3 Wochen wird man dann wieder langweilig. Nach 3 Wochen schon? Ja, ich glaube, das gehört so dazu. Wenn ich mal richtig frei habe, ein paar Tage, dann ertappe ich mich dabei, dass ich gar nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich. Weil man rennt jeden Tag ins Studio, dann hast du Termine, Auftritte. Das bestimmt so das Leben und mir macht das ja auch Spaß. Und da hat man mal ein Wochenende frei, das ist okay. Aber wenn du so wochentags fühle ich mich dann erstmal im ersten Moment völlig so, weiß ich gar nicht, was ich soll. Hast du keine anderen Leidenschaften? Doch, genug. Nämlich? Was heißt genug? Also ein paar alte Autos, das hat ja auch sicher jeder schon mitbekommen. So alte englische Autos, Oldtimer. Genau, die sind immer in deinen Videos zu sehen, sehr häufig. Ja. Das sind dann immer deine. Ja, nicht immer, aber immer öfter. Ja. Das heißt, du schraubst dann auch selber dran rum? Nein, also da fehlt sowohl Talent als auch Zeit. Ich habe da aber ganz gute Leute und so mittlerweile weiß man auch selber so ein bisschen, wo es hakt oder man kann mir auch nicht mehr alles erzählen. Nee, aber damit zu fahren, die sauber zu halten, das macht schon echt Spaß und ja. Darf ich fragen, wie oft du Sport machst? Wir haben dich ja im Einspieler gerade gesehen, da rutscht ja dann doch mal das T-Shirt hoch, wenn du hier so diesen machst. Durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Das kann sich durchaus sehen lassen. Es ist okay. Also wie gesagt, ich gehe dann regelmäßig laufen, habe noch so einen Personal Trainer 2-mal die Woche und ja, also ich finde, das braucht man schon allein für die Kondition und so ein bisschen in Shape zu bleiben. Und wie gesagt, das ist auch morgens, um wach zu werden, wie ich zu empfehlen. Na, vor allem, wenn ihr auf der Bühne steht und da 2-3 Stunden Programm macht. Du springst ja auch über die Bühne, da brauchst du natürlich Kondition. Ja, das stimmt. Wir sprechen gleich noch weiter und gehen auch gern auf Ihre Fragen ein an HP Baxter. Gern per Telefon, per E-Mail, per Facebook. Was immer Ihnen recht ist, tun Sie es einfach. Bis 10:30 sitzen wir hier beisammen. Das ist heute das Motto unseres Frühstücks mit HP Baxter von Scooter. Soll es euch auch mal auf der Kinoleinwand geben? Kannst du dir das vorstellen? Das hatten wir nun noch nicht. Wir haben ja schon einiges gemacht, viele DVDs von Konzerten, aber das wäre natürlich noch mal was. Klar. Das, ne? So. Nicht schlecht, ja. In 20 Jahren dann noch mal 40-jährige Bandgeschichte dann zurück. Dass ihr euch 20 Jahre gehalten habt, ich glaube, damit haben am Anfang viele nicht gerechnet. Ich habe das Gefühl, die haben gedacht, hier so nach
Das wäre ein One-Hit-Wonder und ihr habt sie alle eines Besseren belehrt. 30 Millionen CDs verkauft oder Tonträger, sagt man heute. Wir haben auch über 50 Videos gedreht, wenn du überlegst. Ne? Ich weiß nicht genau, wie viele Singles wir rausgebracht haben, aber über 50. Wie würdest du das beschreiben? Wie hat sich auch der Sound oder wie haben sich Scooter dann über die 20 Jahre verändert? Was ist heute an Scooter anders als vor 20 Jahren? Also es hat sich über die Jahre immer etwas verändert, natürlich vom Sound, von der Inspiration, von den Einflüssen, die man hat, so aus der Clublandschaft. Du kannst ja nicht so bei einem Sound stehen bleiben. Natürlich haben wir so unseren Stil. Scooter erkennt man irgendwie immer über die Jahre wieder. Das hängt auch mit meiner Stimme so ein bisschen zusammen. Aber ansonsten so das Drumherum ist zum Beispiel gar nicht mehr ganz so schnell wie am Anfang. Ne? Wir haben heute so, die Sachen sind eigentlich so clubkompatibel, das ist so 140 BPM, 130 BPM. Und, Beats per Minute, ja, sagt man. Ja. Trotzdem immer ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Druck bei uns so. Und im Grunde genommen ist doch der Grundstein gelegt worden für Scooter in Hannover, ne? Du bist ja von in Hannover sehr beeinflusst worden. Ja, gut, das war da hattest so du dein Jurastudium begonnen, ne? Das stimmt. Ich war 8 Jahre in Hannover. Das war zu der Zeit, als es so mit diesen Rave-Partys losging. Und das war eine sehr aktive Szene damals. Und also das hat uns schon unheimlich beeinflusst, musikalisch und auch so vom ganzen Zeitgeist, vom Lebensgefühl her. Und nee, das war eine wichtige Phase. Wir sind dann kurz danach nach Hamburg, als es mit dem Erfolg losging. Aber das waren so eigentlich die Wurzeln von Scooter. Wir wollen noch mal eintauchen in dieses Gefühl der 90er. Schauen Sie mal, wir drehen das Rad der Zeit mal jetzt ein Stückchen zurück. Also ich habe natürlich, die Frage liegt auf der Zunge, welche Musik hörst du denn überhaupt privat? Jetzt haben wir ja viele Beispiele gehört. Ist es eher Rammstein, ist es eher Fanta 4? Also es hängt immer noch davon ab, was man gerade macht, Tageszeit, ja, ob man ruhig zu Hause sitzt oder unterwegs ist oder abends ausgeht. Also meistens ist es schon elektronisch bei mir, so House, Techno, Trance. Aber ich höre auch gerne mal andere Sachen, so Rockmusik oder was ich so früher in meiner Jugend gehört habe, New Wave oder Hard Rock, Led Zeppelin. Ich höre eigentlich alles Mögliche. Von welcher Band hast du die meisten CDs zu Hause? Ui, ich glaube Depeche Mode, kann gut sein, ja. Und auf welchem Konzert von anderen Bands warst du das letzte Mal? Oh Gott, da muss ich echt Das ist lange her. Kastelruther Spatzen. Bitte, Nein, was? das war ein Scherz. Na ja gut, bei dir kann man nicht wissen. Vielleicht holst du dir da irgendwelche Inspirationen her, ich weiß es nicht. Aber wie war denn so dein Lebensgefühl in den 90ern? Da warst du ja so 25, also 30, 90er war ne? für mich wirklich nur Techno. Da gab es gar nichts anderes. Das hat sich dann irgendwann wieder ein bisschen relativiert, aber das war ja so diese Euphorie, die da herrschte. Aber wie warst du damals drauf? Gab es da immer nur Party, 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 Alkohol, Drogen, weiß ich nicht was? Nee, das nicht. Ich habe ja erst auch noch ganz normal gearbeitet bei einer Plattenfirma im Vertrieb und dann, ja, irgendwann kam bei uns der Erfolg, dann habe ich die Seiten gewechselt, dann war ich nicht mehr in der Plattenfirma, sondern Künstler. Aber ansonsten, nee, haben wir auch sehr viel Zeit im Studio verbracht. Das ist ja auch eine Menge Arbeit, das geht ja nicht so von selbst. Keine Party? Doch, jedes Wochenende. Doch, ne? Jedes Wochenende. Also wir haben keine Rave ausgelassen. Okay. Aber das war eben so, du hattest in der Woche so dein normales, so deinen Alltag und dann hat man so immer dem Freitag entgegengefiebert und dann ging's wirklich los, Freitag, Samstag. Weil du gerade sagst, ihr habt keine Rave-Party ausgelassen. Es wurden ja damals bei vielen auch Pillen eingeschmissen mit der Rave-Musik dazu. Ich meine, heute bist du natürlich, du bist sportlich und lebst gesund mit allem drum und dran. Du könntest es zugeben. Hast du damals auch mal was probiert bei diesen Rave-Partys? Außer Koffeintabletten nichts. Echt nicht? Nee, weil ich hatte da immer Schiss vor. Ich wusste nicht, was ist da drin. Dann habe ich auch wirklich erlebt, wie Bekannte, die man so kennengelernt hat, da andere Raver, da sind auch 1, 2 wirklich umgekippt. Die waren also tot und wenn man sowas mal mitkriegt, dann ist das auch nicht mehr so lustig. Ja. Und also ich hatte immer Schiss vor, du wusstest einfach nicht, was passiert. Viele haben ja so dehydriert, dann hatten die oft in den Clubs, gab es dann nur warmes Leitungswasser, weil die wollten natürlich, dass du da verzehrst und viele Drinks kaufst. Und die Leute, ja, das war schon alles auch ein bisschen heavy. Ja, glaube ich. Zumal du warst ja damals schon ein Star, du hättest dir das ja auch gar nicht erlauben können, irgendwo dann... Nee, gut, das war aber so, diese Rave-Zeit war eigentlich fast noch bevor das bei uns losging. Ne? Okay. Danach waren wir dann selber nur noch unterwegs, da habe ich das dann auch nicht mehr so hinbekommen. Wenn Sie noch Fragen haben, sind schon erste Fragen hier eingetrudelt.
stelle ich gleich an HD Baxter. Können Sie gerne noch anrufen oder mailen oder bei Facebook posten. Da sitzt man mit ganz großen Augen da. Echt spannend. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen zu beantworten. Von Robert Schulte zum Beispiel aus Rauderfehn. Er fragt, trinkst du als alter Ostfriese denn auch lecker ostfriesischen Tee, wenn du auf Tour bist? Ja, also wenn ich auf Tournee bin, hat man oft nicht so die Zeit, diese Zeremonie so zu genießen. Aber ich trinke tatsächlich nach jeder Show immer erstmal einen schwarzen Tee. Echt? Ja, weil das ist dann wirklich so auch für die Stimme. Man ist ja, hat sich ziemlich verausgabt. Und das finde ich immer sehr gut. Nee, aber ansonsten mache ich das eher, wenn ich zu Hause bin. Hier wird von Peter Thoren gefragt, oder erstmal festgestellt, in deiner alten Heimat läuft seit Mittwoch die ostfriesische 5. Jahreszeit, der Gallimarkt in Leer, Ostfriesland. Und er will wissen, hast du denn noch Verbindung nach Leer? Ja, klar, ich habe da noch so, natürlich nicht mehr so viel, ich bin ja schon fast 30 Jahre weg, aber noch ein paar Freunde, Verwandte. Und bin ab und zu auch mal da, aber jetzt zum Gallimarkt schaffe ich selten, weil immer irgendwas anderes dazwischen Schade. Monika Schlicht meint, das neue Album The Fifth Chapter, also das 5. Kapitel auf Deutsch, ist der Burner. Gerne auch mal laut im Radio, im Auto hören. Yeah, schreibt sie dazu. Und viele wollen wissen, wann geht's denn auf Tour mit dem Album? Erst nächstes Jahr, weil wir hatten ja jetzt in diesem Jahr schon unsere Jubiläumstour sozusagen und deswegen haben wir gesagt, wir machen Ende nächsten Jahr, also im Herbst nächsten Jahres wieder eine So Tournee. spät erst? Ja. Oh. Also vielleicht haben wir dann schon noch ein weiteres Album bei unserem Tempo. Oh lala, ja, das ist ja jetzt schon das 17. innerhalb von 20 Jahren. Carsten Winkler meint, wenn du mal das Musikgeschäft satt hast, schlägt er dir den Beruf des Hörbucherzählers vor für so richtig spannende Geschichten. Er meint, was für eine Stimme. Schön. Danke. Ich danke dir herzlich, dass du bei uns warst. Ja, sehr dir in der gerne. Band War sehr weiterhin nett. viel Erfolg. Schön, da freue ich mich. Und ein bisschen Obstsalat hast du auch gegessen. Ja. Herrlich. Liebe Zuschauer, nächste Woche ist der Ingo Nomsen wieder für Sie zur Stelle ab Montag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, erholen Sie sich. Tschüss, bis bald. Ciao. Tschüss.